Alles klar, willkommen zurück. Wir werden hier uns an dem Spieler-GUI weiter tasten. Und zwar werden wir uns hier bei der UI, dem Ordner UI, Main UI, so eine Art Neustart-Bildschirm machen, so ein Death-Screen. Der kommt dann einfach, wenn der Spieler keine Hitpoints mehr hat. Jetzt machen wir ein neues Widget, Blueprint, ähnlich wie bei der Player UI, die wir schon gemacht haben. Einfach Rechtsklick, dann gibt es User Interfaces und dort ein Widget Blueprint, so ein User-Widget. v-descreen. Wir werden es ganz simpel erstmal halten. Hierzu brauchen wir wieder unser Canvas-Panel. Das holen wir dann nach unten hin. Das nächste wird wieder ein Border sein, der dann in den Canvas-Panel kommt. Im Grunde wird das einfach so ein gleitender Übergang sein, wo der Bildschirm einfach schwarz wird und dann so ein Text erscheint. Den Border, den nennen wir einfach um und den einfach Border nennen. Das Ganze wird wieder eine Variable sein, damit wir das im Graphen ansteuern können. Und hier gibt es so ein Anchors. Unter Anchors können wir dann etwas auswählen. Hier in dem Beispiel, um den ganzen Bildschirm zu füllen. Nämlich diesen Anchor, der den ganzen Bildschirm füllt. Und dann können wir bei Offset Right und Bottom einfach 0 schreiben. Und so wird er sich entsprechend ausrichten, dass er den ganzen Bildschirm füllt. Das Ganze wird dann auch schwarz sein. Da gehen wir einfach weiter nach unten. Und dort, wo unter Appearance, Brush, darunter gibt es Tint. Und die Kanäle Rot, Gelb und Blau, wenn wir auf 0 setzen. Da war so ein schwarzen Bildschirm. Wenn wir dann hier als Beispiel unter Brush Color, wenn es dieses Alpha dann entsprechend geändert ist, also dann wird das einfach unsichtbar oder wieder sichtbar, je nachdem was hier steht. Damit könnte man dann arbeiten. Hier auf der linken Seite können wir uns noch einen Text holen. Einfach Text. Und so ein Textelement schieben wir uns dann in diesen Border. Als Content kann man sich da so einen Standardtext überlegen. Als Beispiel hier statt Textblock einfach You are dead. Das Ganze kann man dann noch mittig ausrichten. Hier Horizontal Alignment in der Mitte und Vertical Alignment. Dann sieht man das hier auf dem Screen. Und in der Size noch etwas größer machen. Zum Beispiel 100. Bei der Farbe kann man auch noch was ändern. Color and Opacity. Da kann man es einfach den Rotkanal auf 1 lassen. G und B. Also können wir dann einfach auf 0 setzen. Green und Blue machen wir auf 0. Dann sieht das rötlich aus, weil nur noch Red da ist. Könnt natürlich damit noch rumspielen, dass noch ob es jetzt dunkler wird oder nicht, halt, ne? Nachdem wie ihr das mögt. Ist halt so ein Death Screen und der Spieler startet einfach neu, wenn er dann keine Hitpoints mehr hat. Das Ganze wollen wir auch noch animieren. Das geht über Widget Animations. Hier in diesem Bildschirm haben wir hier oben Window und holen uns dann das Animations her. Das Ganze kann man hier einfach irgendwo hinschieben. Schiebt das einfach ganz unten hin. Damit hat man dieses Widget Animations und können uns eine neue Animation hier einfach über den Plus hinzufügen. Wir können es irgendwie nennen, Background Fade In, den Hintergrund zu animieren. Das ist halt das nennt man Widget Animation. Und sowas auswählt, da kann man halt zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Animationen machen, beziehungsweise bestimmte Eigenschaften von dieser GUI einfach ändern. In der Animation ist halt so, dass wir für die entsprechenden Elemente, wenn wir die auswählen, da gibt es so kleine Funktionen, Add Keyframe for this Property. Das sind im Grunde Keyframes zu einer bestimmten Zeit hier unten. Kann man die dann hinzufügen und die dann über Zeit ändern, wieder hinzufügen und dann einen anderen Wert. So ähnlich, vielleicht kennt jemand das von der Videobearbeitung, wenn man Video schneidet. Wir wollen hier einmal den Border auswählen, Death Border, dass wir den halt ändern mit so einem Keyframe. Hier wollen wir halt bei Death Border uns dann ein Keyframe holen. Und zwar haben wir hier die Brush Color und die soll bei uns 0 sein zu Beginn. Das heißt, ich gebe da 0 ein. Und hier unten auf der Zeitleiste habe ich auch 0. Und werde hier über diesen Keyframe das entsprechend hier hinzufügen. Einfach draufdrücken. Unsere Brush Color hier unten so sehen, ist dann auf 0. Zu diesem bestimmten Zeitstempel, Keyframe. Und wenn wir dann hingehen und diese Zeitachse einfach verschieben, ich sag mal so irgendwie bei 4,5, ne? Wenn wir dort dann den Alpha-Wert auf 1 haben wollen, dann geben wir hier eine 1 ein und klicken hier auf Keyframe. Und so haben wir einen Keyframe auf 1 gesetzt. Und über diese Zeit von 0 bis 4,5 wird dieses Widget halt
entsprechend eine Animation setzen, dass es zwischen 0 und 1 dann entsprechend einfach diese Transition macht und ja, der Bildschirm dann dunkler wird über diesen Zeitfaktor zwischen 0 und 4,5 Sekunden. Das Ganze, wenn wir dann einfach schieben, ne, sehen, kann man da so eine Vorschau haben. Ist so, sobald ja, dieses Event da ist, dann wird das Ganze über Zeit einfach dunkler, dieser Screen. Und so ist so eine Basisanimation machbar für diese Keyframes, beziehungsweise für die GUI mit dem Widget Animations und dort entsprechend über dieses Fade in, Fade out, das wir hier animiert haben, dass der Bildschirm einfach dunkler wird. Halt, ne? Das gleiche kann man auch mit diesem Text hier machen, und zwar auch dort eine Animation erstellen. Als Beispiel, der Text soll erst klein sein und dann größer werden. Jetzt können wir den Text einfach auswählen und uns dann den Skalierungsfaktor holen. Der ist dann unter Render Transform. Also rendert das Ganze. Hier ist Render Transform und bei Scale nehmen wir einfach 0,0. Dann ist der erstmal nicht zu sehen. Holen uns dann mit 0,0 einmal so einen Keyframe bei der Zeitachse 0. Einfach Add Keyframe hier, zack. Und wenn wir das Ganze dann verschieben hier mit diesen 4,5 Sekunden, bei 4,5 Sekunden können wir dann hier bei Scale dann die 1,1 setzen. Dann ist es dann halt in der Ausgangsgröße, die wir dann haben dann. Und hier das Keyframe setzen. So haben wir eine Animation für die Größe von der Schrift. Das heißt, wenn wir dann halt anfangen, dann wird die Schrift größer und der Bildschirm wird dunkler. Also ihr könnt damit natürlich rumspielen und vieles machen mit diesen Animation Widgets. Kompiliere und speichere das einmal und wollte ich das einmal zeigen, wie das so vonstatten gehen kann. Jetzt wollen wir übergehen und das Ganze nutzen, und zwar im Graphen von dem VDES Screen. Wenn das Event hier konstruiert wird, also Event Construct, das brauchen wir im Grunde, das andere nicht. Sobald das Ganze hier Event Construct aufgerufen wird und diese GUI erstellt wird, da brauchen wir unser Background Fade Anim. Get Background Fade Anim einfach rausziehen. Und hier wollen wir unsere Animationen spielen. Das heißt, hier einfach rausziehen, Play Animation. Und diese Play Animation hier dann ausführen. Das Ganze muss noch auf den Spielerbildschirm, wenn entsprechend so eine Animation spielen soll. Hierzu gehen wir in unseren BP Hero Charakter. Wir wollen das ja an der Stelle über den Spielercontroller machen, dass das, wenn das hier einfach ankommt, entsprechend hier auch ja, gehandelt wird. Das machen wir halt über den Spielercontroller, also BP Souls Controller. Hierzu gehen wir in die Class Settings und dort holen wir uns das Blueprint, also dieses Interface Blueprint Source Controller. Da erweitern das einmal. Hier haben wir schon unsere Update Health UI und die nächste Funktion, die wir hier haben werden, Add Function. Das Screen UI. Jetzt können wir das im Source Controller auch verwenden und gehen dann hin, ähnlich wie vorher auch. Event Des Screen UI. An der Stelle wollen wir jetzt nicht, dass das auf dem Server läuft. Da können wir den Switch with Authority nutzen. Also Switch has Authority. Und um das zu testen einmal, können wir einfach so eine String-Ausgabe geben. Beim Nachhinein mal testen. Und zwar String. So ein Print String dann einfach. Können wir danach einfach testen. Hier steht einfach Hello, das reicht ja zum Testen. Ich schreibe da einfach mal hin, Event. Einfach diese Remote Section. Dann hört sich das nach dem an, was hier gemacht wurde vorher. Das einmal kurz zu testen. Also wir haben noch keine Animation für das. Wir können uns einfach den Controller holen. Einfach Get Controller. Und dann des Screen UI Message Blueprint im Interface. Und starten das Ganze einfach, wenn die Hitpoints weniger 0 sind. Das heißt, wir haben hier Hitpoint Checker und die Condition wird dann True sein. Und dann geht er über in diesen Event, dass der Spieler dann tot ist. Wir wollen das einmal an der Stelle einfach testen, wir das darüber einfach dann Handle bekommen. Hier beim BP Source Controller das Ganze dann so ankommt, dass wir dann über dieses Switch Has Authority das nur auf dem Client dann ausführen. Oder ob das überhaupt gar nicht geht so. Jetzt mache ich einfach so ein Spiel mit 2 Spielern und spiele das mal als Client, beziehungsweise als Server. Und ob das beim Client dann ankommt. Das müsste der Server sein, der sich dann Schwert schnappt. Und die Hitpoints dann entsprechend runter macht. Also ich sehe keine Meldung, wenn die Hitpoints unter 0 sind.
Das heißt, so klappt das nicht. Switch has Authority, dass wir das auf dem Client so handeln. Gehen wir einen anderen Weg. Das hier einmal nicht funktionieren auf der Richtung. Für unseren Source Controller. Wir können das Ganze hier einmal, dann gehen wir den anderen Weg, den wir schon mal gemacht haben. Wir erstellen uns ähnlich wie bei diesen vorherigen Events unseren Client-Event als Custom-Event. Add Custom-Event. Client create DeskScreen, Client unterstrich. Können hier ähnlich wie bei den anderen UI mal holen. Client create DeskScreen, die wir gemacht haben. Verlieren und speichern das. Und unser Client create DeskScreen, da ist es halt sehr wichtig, dass wir dort replicate ist, dass es nur run on owning client ist und reliable ist. Dann haben wir entsprechend hier das auf dem Client, das dann ausgeführt wird. Da halt den DeskScreen zu erstellen, wenn der an der Stelle hier angelangt ist. Hier können wir dann hingehen und zunächst alles entfernen an Widgets, was so auf diesem Spieler-GUI ist. Das heißt remove all widgets. Das ist dann das erste, was hier geschieht. Das heißt, diese Spieler-UI oder anderen Sachen, die müssen ja erstmal weg, dass er dann nicht mehr irgendwie was sieht. Danach wollen wir ein Widget erstellen, nachdem alle entfernt wurden. Create Widget. Das ist unser nächstes Widget, das wir erstellt haben. Einfach auswählen wie DeskScreen. Dieses Widget wollen wir dann zu dem Bildschirm auch hinzufügen. Mit Add to Viewport. Verbinden das Ganze hier. Das Ganze können wir einmal ausprobieren. Kompiliere und speichere das. Ich habe hier so ein Fast Forward, damit ihr das da nicht lange am Video warten müsst. Sobald die Hitpoints dann einen bestimmten Nullwert erreicht haben, dann wird der DeskScreen einfach als Widget geholt, alle anderen weggemacht. Hier fehlt noch die Animation, wie der Spieler dann einfach runterfällt. Das Ganze erstmal aus. Ja, das war's soweit für den DeskScreen. Das Ganze mit so einem Restart-Button, dass der Spieler wieder aufsteht und so weiter, das würde halt etwas länger dauern und eine ganze Lektion brauchen. Aber erstmal an der Stelle, wie das Ganze dann einfach übergeht, dass das Spiel zu Ende ist, in der Richtung, dass einfach die Widgets wechseln und so ein DeskScreen kommt. Hierzwischen braucht man natürlich noch so eine Animation. Das heißt, ähnlich wie bei diesem Sprinting oder Rolling, da braucht man eine Variable, die entsprechend dann hier gecheckt wird. Und das können wir auch nochmal machen, dass das Ganze auch vernünftiger aussieht, sodass für dieses Video, für diese Lektion dieser DeskScreen als Widget erstmal ausreichen muss und uns genügen soll, um entsprechend einfach da diese Spielelogik einmal mit Leben zu füllen, um das auch schon mal zu haben. Das war es erstmals für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis bald!